Läuft. Na dann. Wer fängt an? Ich lese vor. Ja, aber wir wechseln uns ab. Hallo! Und herzlich willkommen zu einem Q&A. Fang direkt an, oder? Für uns. Okay, wir haben euch gefragt, was euch so an Fragen auf der Seele brennen an uns. Und haben hier mal ganz viele aufgeschrieben und die werden wir jetzt beantworten. Ich fange an, die Frage zu stellen. Okay, wie sieht euer Kamera- und Tonequipment auf der Reise aus? Eigentlich genauso wie schon immer. Wir haben 2 Kameras dabei. Einmal die Sony A7 III und die Sony A7C. Wir haben auf jeder jeweils ein Objektiv. Das eine ist ein bisschen weitwinkliger, das andere ein bisschen teliger. Und dann haben wir noch eine GoPro und eine Drohne. So sieht's aus. Okay, ich bin. Wie lange wollt ihr noch unterwegs sein? Ja, gute Frage. Also wir haben uns für den Afrika-Trip keinen festen Zeitrahmen gesetzt, aber wir gehen schon davon aus, dass wir die nächsten 1 bis 2 Jahre auf jeden Fall unterwegs sein werden und was danach kommt, schauen wir mal. Ja. Wo sind wir? Da. Was steht da? Kosenamen, ich lese vor. Was sind die Kosenamen für Lotta? Das finde ich eine gute Frage. Eigentlich nennen wir sie immer Wurm. Ja. Wir sagen immer der kleine Wurm zu ihr. Eigentlich immer. Eigentlich ist es immer so, gehst du nochmal mit dem Wurm raus? Ah, der Wurm muss fressen, irgendwie so. Am Anfang haben wir sie manchmal Drachen genannt, Ja, weil die wie so ein Drachen so eingekringelt liegt. Und ansonsten natürlich haben wir halt auch noch so Namen wie so Stinknase, Stinker. Ja. Ja. Ja, mehr fällt mir gerade gar nicht ein. Aha, eigentlich hauptsächlich Wurm. Ja. So, lese ich jetzt vor. Nein, Jetzt ist alles jetzt das Gleichgewicht durcheinander. Okay, was ist die Frage? Wollt ihr mal sesshaft werden? Wenn ja, Stadt, Land, Wohnung, Haus, Tiny House, mieten, kaufen? Ganz viele Fragen. Oh je. Ja, irgendwann werden wir auf jeden Fall sesshaft. Das Reisen macht mega viel Spaß und wir sind auch gerade in einer Phase, wo wir uns, glaube ich, nichts anderes vorstellen können. Aber wir haben auch schon so Zukunftspläne und können uns schon gut vorstellen, uns sesshaft, können uns auch gut vorstellen, irgendwo sesshaft zu werden, vielleicht auf einem großen Grundstück mit einem kleinen Häuschen, wo man sich gut austoben kann und wo wir unsere ganzen verrückten Vorhaben und Träume und was auch immer wir so für die Zukunft planen, umsetzen können. Mhm. Ja. So, was sind wir denn? Wie geht ihr mit negativen und Hate-Kommentaren um? Ja, also das ist auf jeden Fall keine Seltenheit hier auf YouTube, dass in den Kommentaren der Ton häufig mal recht unfreundlich und respektlos wird, was ich sehr, sehr schade finde, dass das hier so gang und gäbe ist. Und ja, wir machen das jetzt schon 2 Jahre, wir haben schon so einiges abbekommen und man lernt halt einfach, das nicht so an sich ranzulassen. Viele Leute sagen einfach immer, ja, das gehört halt dazu, so ist es halt. Finde ich sehr traurig, dass es so ist, dass man halt lernen muss, sich mit so viel Negativität irgendwie auseinanderzusetzen und damit klarzukommen. Ja, aber man lernt es halt leider. Mit der Zeit kriegt man halt einfach ein dickes Fell und lässt halt die Sachen an sich abprallen. Ja, das Traurige ist, dass man sich echt dran gewöhnt, dass man da so ein bisschen abstumpft. Ich erinnere mich noch, dass wir ganz am Anfang vom Ausbau, wenn wir dann so Kommentare bekommen haben, die so jetzt nicht so super freundlich formuliert waren, aber das waren eigentlich meistens keine krassen Hate-Kommentare. Das hat einen schon irgendwie mitgenommen teilweise, weil ich dachte, so, warum schreiben die Leute so? Und es sind mittlerweile so Kommentare, die beachten wir nicht mal mehr, weil die halt so also ganz normal sind und ja. Ja, mittlerweile ist es eigentlich, also es ist einfach gang und gäbe und man weiß, dass diese Kommentare kommen und sie kommen unter jedem Video. Ich versuche halt immer, mich dafür stark zu machen, versuche das auch so zu kommunizieren, dass das Internet einfach ein ganz normaler Ort ist, wie auch die Straße da draußen oder irgendein Platz in der Stadt und da würde man auch nicht einfach random irgendwelche Leute beleidigen und auch wenn es dazugehört, dann habe ich trotzdem die Hoffnung, dass immer mehr Leute halt einfach checken, dass das Internet auch einfach nur ein Raum ist, wo man Umgangsformen
haben sollte. Und dass hinter diesen Creators halt wirklich echte Menschen stecken, so wie wir, die halt auch, die das halt direkt abkriegen. Und das ist einfach nicht schön, wenn man beleidigt wird im Internet. Und dann die Leute, die vielleicht gerne mal irgendwie unreflektiert ihre Meinung in die Kommentare hauen, vielleicht könnt ihr mal kurz bevor es abschickt, irgendwie drüber nachdenken, was löst es denn bei dem Gegenüber aus? Und muss ich das jetzt wirklich denen mitteilen? Wenn ich die Scheiße finde, muss ich denen das sagen oder kann ich das einfach für mich behalten? Ansonsten sitzt der Blockierfinger sehr locker. Ja. Okay, nächste Frage. Eure Sorgen und Ängste, was die Reise über den afrikanischen Kontinent angeht. Also ehrlich gesagt habe ich keine Sorgen und Ängste. Ich habe Respekt davor, aber nicht Respekt vor dem Kontinent, sondern Respekt vor einer so langen Reise. Egal, wo die wäre, wenn wir uns jetzt die Panamerikaner vorgenommen hätte ich genauso den Respekt davor, weil einfach so viel zu organisieren ist und es gerade jetzt, wo wir noch nicht mehr auf dem Kontinent sind, einfach so viele Länder und so eine weite Strecke ist, die wir zurücklegen müssen, dass es manchmal ein bisschen überwältigend klingt. Davor habe ich dann manchmal ein bisschen Respekt, aber dann erinnere ich mich immer wieder dran, dass wir ja ein Land nach dem anderen machen. Als erstes kommt mal Marokko und da kümmern wir uns als nächstes drum. Und wenn wir mit Marokko durch sind, dann kommt das nächste Land. Und so finde ich, hat man da dann keine Angst oder große Bedenken, weil man einfach weiß, dass man eine Aufgabe nach der anderen angehen kann. Und die Vorfreude überwiegt auf jeden Fall. So. Wie macht ihr das mit Lottas Futter während der Reise? Wir ernähren Lotta zum großen Teil pflanzlich, weil das einfach für uns einfacher umzusetzen ist. Sie kriegt normalerweise Trockenfutter. Davon können wir aber hier nicht so viel mitnehmen, einfach weil wir wenig Platz haben. Und deswegen bekommt sie auch jetzt schon einmal am Tag, also sie kriegt 2 Mahlzeiten am Tag und eine Mahlzeit davon ist immer frisch selber gekocht. Man kann für Hunde kochen, ein Hund kann gut pflanzlich ernährt werden. Es ist einfach wichtig, dass sie alle Nährstoffe bekommt, die sie braucht, dass sie Kohlenhydrate, Proteine und alles Mögliche kriegt. Und wir kochen dann teilweise was für sie oder mischen ihr was zusammen. Und ich denke, je länger wir unterwegs sind und wenn wir halt irgendwann kein Trockenfutter mehr haben, dann kriegt sie halt 2-mal am Tag was selbst gekochtes. Wir haben dann noch so ein Vitaminpräparat, Nährstoffpräparat, was wir dazu mischen. Also sie ist da auf jeden Fall gut versorgt und auch sehr glücklich und zufrieden mit ihrem Futter. Ihr geht's gut, ihr schmeckt's gut, also ist alles Gute. Und bevor die Diskussion ausbricht, auch Lottas Blutwerte sind super. Ja. Haben wir checken lassen. Okay. Schmälern dieser Aktionen eure Reisekasse bezüglich der Reisedauer? Ich denke mal, mit dieser Aktion ist sowas gemeint wie jetzt diese super teure Reparatur in Deutschland oder auch jetzt diese Reparatur. Wir haben so gesehen eigentlich keine Reisekasse, weil wir nicht in Deutschland oder vor unserer Reise einfach gearbeitet haben, um das Geld zu sparen, um jetzt das in den nächsten Jahren quasi auszugeben, um nur zu reisen, sondern wir sind ja immer noch dauerhaft am Arbeiten. Mittlerweile ist YouTube halt unser Hauptjob und damit verdienen wir auch Geld und das ist auch unser monatliches Einkommen. Von daher kann man da jetzt nicht von einer geschmälerten Reisekasse sprechen, aber natürlich mussten wir leider für diese Werkstatt in Deutschland halt tief in die Rücklagen greifen und das hat natürlich schon ein bisschen wehgetan, aber zum Glück können wir das jetzt langsam wieder auffüllen und gerade mit der Werkstatt, in der wir aktuell sind, zahlen wir fast nur die Ersatzteile bzw. den neuen Motor, weil wir eben hier selber viel machen können. Die nächste Frage geht auch noch um das Thema. Ja? Warte kurz, muss an der Nase kratzen. Okay, nächste Frage. Wie finanziert ihr das alles? 12.000 für die erste Reparatur, der Ausbau, die Reparatur. Wie finanziert ihr das jetzt alles? 12.000 € für die erste Reparatur, der Ausbau und die Reparatur jetzt. Wie geht das, steht da noch. Wie geht das? Also war ja quasi gerade schon das Thema. Also wir arbeiten einfach, YouTube ist unser Hauptstandbein, wir haben Kooperationspartner, ihr kriegt das ja mit, hier läuft Werbung in den Videos und das ermöglicht es uns, dass wir überhaupt das hier alles machen können, dass wir jetzt noch reisen können, weil
sonst hätten wir halt wirklich, also unsere Ersparnisse, die wir vor der Reise hatten, bevor wir mit YouTube Geld verdient hatten, die hätten jetzt nicht mehr gereicht. Ja, es ist, das möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal sagen, weil in den Kommentaren auch viel darüber spekuliert wurde, ob uns diese teuren Reparaturkosten überhaupt jetzt so nahegegangen sind. Ja, das sind sie. Wir mussten sehr tief in unsere Reserven greifen. Wir sind auch keine Millionäre. Wir können uns mit dem, was wir über YouTube verdienen, ganz gut finanzieren. Aber ihr müsst auch bedenken, dass wir gerade eigentlich sehr niedrige Lebenshaltungskosten haben. Leben im Van ist nicht teuer. Und hier mal eben 12.000 Euro auszugeben, das hat uns auf jeden Fall sehr getroffen. Wir haben Anfang des Jahres das Kochbuch rausgebracht und das lief zum Glück sehr gut, dass wir da durch uns unsere Reserven ganz gut auffüllen konnten. Nun natürlich sind die jetzt wieder deutlich geschmälert. Ja, aber es geht weiter. So sieht's aus. Ist es schwer, zu dritt das Chaos auf dem kleinen Raum einzugrenzen? Ja, also man merkt einfach, dass gerade weil der Platz jetzt noch kleiner ist als im Sprinter, gibt es schon manche Sachen, das haben wir auch in der Roomtour gezeigt, die einfach von hinten nach vorne geräumt werden müssen jeden Tag. Abends werden Sachen, die hinter uns liegen, nach vorne geräumt. Morgens müssen die Sachen zurückgeräumt werden. Dann fliegt immer im Gang was rum, weil halt nicht alles einen einzigen Platz hat. Aber wenn man einfach jeden Tag 2-3 Mal die Sachen irgendwie ein bisschen sortiert und hier fegt und so weiter und alles schnell wegspült, was angefallen ist an Geschirr, dann hält es sich eigentlich doch in Grenzen. Ja, finde ich. Aber man muss halt wirklich konstant aufräumen. Man muss halt alles direkt wegräumen, ja, sonst ist vorbei. Ist verloren. No. Meine Nase juckt. Ja. Habt ihr schon eine Route durch Afrika geplant? Ja, das haben wir, glaube ich, schon mal erzählt. Also wir wollen die Westroute fahren. Es kam auch eine Frage, warum wir denn nicht die Ostroute fahren, also quasi an der Ostküste runter, weil wir einfach, dadurch, dass man von Spanien mit der Fähre ganz easy nach Marokko gelangt, ist das einfach für uns ein einfacherer Start und ein einfacher Einstieg in diese Reise. Wir haben sowieso große Lust auf Marokko. Wir waren beide selber noch nie in Nordafrika. Deswegen starten wir da und wir werden uns dann einfach die Atlantikküste runterschrauben. Natürlich müssen wir unterwegs gucken, wie die aktuellen Gegebenheiten so sind, es ist alles noch nicht in Stein gemeißelt, aber wir starten in Marokko, so viel steht fest und dann fahren wir irgendwie Richtung Süden. Jetzt bin ich, oder? Ja. Toilette. Achso, ja, es kamen ganz viele Fragen zum Thema Toilette, deswegen habe ich jetzt einfach das Stichwort Toilette aufgeschrieben. Also Nummer 1, ja, wir haben eine Toilette. Das haben wir auch in der Roomtour gezeigt, Leute. Schaut euch mal die Roomtour an. Und Nummer 2, die wird jeden Tag sehr intensiv benutzt. Das hört sich mir eklig an. Ja, also wir gehen jetzt meistens nicht in die Umgebung oder so. Wir nutzen die Toilette hier an Bord. Ja, was soll man sagen, ist halt eine Trockentrenntoilette und ja, die ist ganz nett. Die tut ihren Job. Wir hatten ja vorher eine Komposttoilette, das war schon eine andere Nummer. Aber ja, wir sind auf jeden Fall froh, eine Toilette an Bord zu haben und ich finde das auch sehr, sehr wichtig, dass man in einem Camper, in dem man lebt, eine Toilette an Bord hat. Sowohl für einen selber als auch für die Umwelt, für die Mitmenschen. Ist einfach hier nicht so cool. Stell dir mal vor, wir würden hier jedes Mal hinter so ein Auto gehen und pullern. Das stimmt. Okay. Vermisst ihr den Sprinter? Ja, das ist eine gute Frage. Nicht so richtig, oder? Nee, also ich vermisse den Sprinter als Fahrzeug eigentlich nicht, muss ich sagen. Es war ein schönes Zuhause und ich erinnere mich gern an die Zeit, die wir da drin hatten. Aber ich weiß auch, dass wenn wir jetzt weiter daran gelebt hätten, dass wir jetzt schon unsere Schwierigkeiten bekommen hätten, weil wir einfach auch Lust auf Veränderungen hatten. Ja. Muss man sagen. Ja, wir haben neulich darüber geredet und dann haben wir irgendwie so für uns festgestellt, dass der Sprinter, der war halt wirklich ein Zuhause. Also der war so richtig es war auch unser erstes gemeinsames Zuhause und mit dem hätten wir überall sein können. Mit dem hätten wir uns auch in Deutschland irgendwie 5 Wochen lang auf den Supermarktparkplatz stellen können und das wäre okay gewesen und wir hätten uns darin wohlgefühlt, weil es einfach unser Zuhause war. Und der T3, der ist halt einfach jetzt ein Reisemobil. Wir haben den genau für diese Reise uns angeschafft und wir machen jetzt diese Reise damit, aber ich kann mir nicht vorstellen,
mit dem jetzt noch 3 Jahre irgendwie nur in Deutschland zu reisen oder so, weil Zumindest dafür... so ziellos. Genau, weil dafür ist ist es halt einfach doch zu klein hier. Aber für diese Reise ist er toll. Ja. Habt ihr es bereut, diesen T3 gekauft zu haben? Gute Frage. Bereut, weiß jetzt nicht, man kann es nicht mehr ändern und es bringt auch nichts, sich jetzt mega drüber zu ärgern. Also von daher, nein. Also ein anderer T3 hätte andere Probleme oder genau dasselbe Problem haben können. Ein modernes Auto hätte auch Probleme haben können. Wir haben in den Sprinter auch viel Geld reingesteckt. Da hätten wir uns auch ärgern können, dass wir so viel noch investieren mussten. Von daher, Aber ich finde, nein. das Einzige, was ich bereue, ist, dass wir den in diese scheiß Werkstatt in Deutschland gegeben haben. Werkstatt. Also das bereuen wir wirklich, dass wir das... Ja. Aber gut, das kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Okay. Wollt ihr euch noch ein zweites Standbein neben YouTube aufbauen? Ja, also es ist zwar momentan, wir sind super dankbar, dass wir diese Möglichkeit hier haben, dass wir diese Videos machen können, dass es wirklich auch Leute gibt, die sich dafür interessieren, was wir so zu sagen haben und was wir so machen. Das ist mega cool, weil das ja, wie gesagt, uns einfach ermöglicht, jetzt weiterzureisen. Aber wir sind Mitte, Ende 20, wir können uns nicht vorstellen, in 30 Jahren immer noch YouTube zu machen. Ja. Und irgendwie müssen wir dann natürlich einen anderen Weg finden, wie wir Geld verdienen. Und möchtest du weiterreden? Ja. Und da kommen wir eigentlich auch wieder zurück zu dem Thema, mit dem wir überhaupt erst angefangen haben. Und zwar ist das Filmmaking. Wir haben, bevor wir überhaupt YouTube aktiv angefangen haben, beide am Set gearbeitet. Wir haben auch unseren ersten Ausbau, den Sprinter-Ausbau, durch unsere Filmproduktionsfirma komplett finanziert. Und wir sehen unsere Zukunft eigentlich auch in der Filmbranche, beziehungsweise wollen da selber wieder aktiver werden, unsere eigenen Projekte verwirklichen. Ja, das sind so die Zukunftspläne und die wollen wir natürlich auch mit euch hier auf YouTube teilen. Ja, schön gesagt. Ich habe nicht so richtig zugehört. Ich habe mich mit lauter beschäftigt. Wie ist das Kochen im neuen Bus? Ich muss antworten. Ich kann auch antworten. Du hast gerade geredet. Also es ist anders, weil wir halt hauptsächlich draußen kochen müssen. In dem Sinne, weil es halt einfach hier drin schon nicht ganz so komfortabel ist. Aber? Ich dachte, du setzt jetzt ein. Ich dachte, wir machen hier so ein bisschen Dynamisches. Wir wechseln uns ab. Rede weiter. Aber ich finde, das draußen kochen macht schon Spaß und es ist halt angenehm, weil man draußen stehen kann, an der frischen Luft ist. Der große Unterschied ist eigentlich, dass wir nur noch eine Flamme haben. Wir könnten theoretisch mit 2 Flammen kochen, aber das ist dann irgendwie uns meistens zu aufwendig. Deswegen essen wir häufig One-Pot-Gerichte oder wenn wir was mit Reis essen, kochen wir erst Reis und dann das andere Gericht hinterher. Im Sprinter sind wir schon eskaliert teilweise, muss man sagen, haben mit 3 Töpfen gekocht und dann vielleicht noch eine Pfanne, die wir irgendwo nebenhin gestellt haben. Ja, und dafür haben wir halt auch echt geile Sachen gemacht. Ja. Ich meine, wir haben ja unser Kochbuch komplett im Sprinter gemacht, das wäre hier nicht möglich. Ja. Aber wie gesagt, auch hier sehe ich wieder die Zweckmäßigkeit von diesem Fahrzeug steht halt über dem Komfort, weil wir halt diese Reise machen wollen und weil wir immer noch lecker kochen. Also das Essen schmeckt nach wie vor gut, wir kochen halt anders und das ist eigentlich auch eine schöne kreative Herausforderung. Ja. Oder nicht? Ja. Man muss halt einfach, wir leben halt viel mehr jetzt vorm Fahrzeug oder mit offener Tür und sonst was, weil im Sprinter waren wir wirklich, haben alles drinnen gemacht und das war ja auch so ein bisschen auch eine Challenge, auf die wir uns gefreut haben hier mit dem kleineren Fahrzeug, dass man halt viel mehr Zeit draußen verbringt und momentan macht es voll Spaß, weil es einfach schönes Wetter ist. Wenn wir dann mal in irgendeine Regenzeit geraten, dann sprechen wir uns nochmal an. Dann wird es wahrscheinlich nicht mehr ganz so spaßig, aber das gehört halt auch dazu. Wenn wir die kalten Bohnen aus der Dose futtern. Ja. Kannst du meine Schrift nicht lesen? Nein. Wie sehr vermisst ihr alte FreundInnen, die ihr im alten Leben regelmäßig getroffen habt? Also ich glaube, ich würde eigentlich sagen, dass das so das Hauptding ist, was halt irgendwie ein bisschen schade ist an dieser Art, wie wir leben, weil wir halt ja viel im Ausland unterwegs sind für sehr lange Zeit
Und ja, weil man dadurch halt einfach nicht mehr diese Kontakte so hat, die man halt früher hatte. Also natürlich gibt es andere Möglichkeiten, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und wir telefonieren dann viel oder Skypen oder sonst was. Aber es ist halt was anderes, weil man halt nicht irgendwie sich mal spontan nachmittags noch auf einen Kaffee treffen kann mit einer Freundin. Das geht halt nicht mehr. Aber natürlich haben wir auch durch diesen Lifestyle ganz viele neue Freundschaften geschlossen und die sind auch sehr viel wert. Das stimmt. Ja. Kann ich nichts hinzufügen. Okay, dann sind wir schon bei der letzten Frage. Das ging schnell. Was genau war am alten Motor kaputt? Das haben wir, glaube ich, bis jetzt noch gar nicht so richtig erwähnt. Sehr gute Frage. Die ist letzte Woche beim Ein- und Ausbau des Motors etwas untergegangen. Wir haben tatsächlich mit dem Auseinanderbauen des Motors die Ursache entdeckt. Nachdem ich den Zylinderkopf abgeschraubt habe, hat man ein sehr klares Bild davon bekommen, was da passiert ist. Und zwar, wir blenden euch mal hier Bilder ein, sieht man hier auf den Zylinderköpfen, dass die Ventile, die oben im Zylinderkopf sitzen, etwas zu engen Kontakt hatten mit den Kolben und sich dadurch so einen fetten Abdruck reingestempelt haben. Und das ist dadurch passiert, dass die Werkstatt in Deutschland die Steuerzeiten falsch eingestellt hat. Und das glauben wir, oder? Das ist die Ursache dafür. Okay. Ja, weiter. Und ja, dadurch, dass die Steuerzeiten falsch eingestellt wurde, hat es dann letztendlich den Motor geschrottet. Ja. Ja. Great. Naja, hilft jetzt alles nichts. Ja. Eine Frage, die habe ich vergessen aufzuschreiben, die passt jetzt aber ganz gut, ist, wie wir mit so Rückschlägen umgehen und so positiv bleiben. Da habe ich ja letzte Woche schon ein bisschen was zu gesagt. Um euch einfach mal zu zeigen, dass es halt nicht immer so positiv ist. Aber wir versuchen halt irgendwie irgendwann dann damit abzuschließen, weil man halt einfach ja manche Sachen nicht mehr ändern kann und man könnte sich jetzt ewig lang darüber aufregen, wie scheiße das gelaufen ist mit dieser Werkstatt. Bringt einem aber nichts, außer dass man halt schlechte Laune bekommt und deswegen versuchen wir einfach damit jetzt zu leben und das für uns abzuschließen. Ja. Ja. So, das war's schon. Wir können ja nochmal einen kurzen Ausblick geben, was jetzt passiert. Also wir warten nach wie vor noch auf die Einspritzpumpe. Die soll heute getestet werden. Heute ist Dienstag. Mal sehen, wie es weitergeht. Wir hoffen sehr, dass wir diese Woche die noch zurückbekommen, einbauen können und dann hoffentlich Ende der Woche wieder unterwegs sind. Das werdet ihr dann alles nächste Woche sehen. Genau. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unserem Kanal ein Abo gibt. Wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und dann sehen wir euch nächsten Sonntag wieder. Tschüss. Macht's gut.